Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten! Willkommen zurück zu einem weiteren aufschlussreichen Supplement-Check. Bevor wir starten, welchen konkreten Nutzen liefert dieses Video über Urolithin A für alle neuen Zuschauer, die mich bisher nicht kannten? Erstens reiner Anti-Aging-Fokus. Zweitens nur Humandaten an gesunden Erwachsenen zählen als Anti-Aging-Beleg. Drittens Aufklärung und Verbraucherschutz statt Werbe- und Verkaufslogik. Und viertens präzise Einordnung der Effektstärke. Nach einem kurzen Steckbrief klären wir schon die Leitfrage dieser Analyse. Wie wirksam ist Urolithin A als Nahrungsergänzung im Anti-Aging-Kontext gemäß seriösen Studien an gesunden Erwachsenen? Erstens Steckbrief. Urolithin A ist ein Stoffwechselprodukt des menschlichen Darms, mit anderen Worten ein Darmmetabolit. Bestimmte Darmbakterien bilden ihn aus Elagitaninen und Elaxsäure. Das sind Polyphenole aus beispielsweise Granatäpfeln, Beeren oder Nüssen. Das Problem: Nicht jeder Mensch produziert daraus relevante Mengen Urolithin A. Ausschlaggebend ist vor allem die Darmflora. Fehlen die benötigten Bakterien, bleibt die Bildung gering oder fällt ganz aus. Urolithin A als Nahrungsergänzungsmittel könnte in solchen Fällen die fehlende körpereigene Bildung ersetzen. Angeboten wird der Wirkstoff meist in Kapselform mit reinem Urolithin A Pulver. Industriell läuft die Herstellung typischerweise biotechnologisch über Fermentation. Dabei dient Elaxsäure als Ausgangsstoff, der mit Mikroorganismen zu Urolithinen umgewandelt wird. Nahrungsergänzungsmittelhersteller bewerben Urolithin A häufig mit Aussagen wie mehr Energie, bessere Muskelfunktion, gesteigerte Ausdauer, verbesserte Mitochondrienfunktion, Zellverjüngung oder Verlangsamung des Alterungsprozesses. Und damit zur Schlüsselfrage dieses Videos. Für welche Anti-Aging-relevanten Bereiche existieren zu Urolithin A beim gesunden Erwachsenen überhaupt verwertbare Humanstudien? Und wo endet die Datenlage bislang? Zweitens Forschungsstand. Alle verfügbaren Datenbanken wurden bis März 2026 durchsucht, um belastbare Quellen ausfindig zu machen. 2.1 Muskelkraft und körperliche Leistungsfähigkeit. Erstens Kernquelle. Ein singapurisches Forschungsteam um Forscherin Dr. Küretz untersuchte 2024 in einer systematischen Übersichtsarbeit Urolithin A unter Einbeziehung randomisierter kontrollierter Studien sowie anderer Studientypen, um zu überprüfen, ob der Wirkstoff Muskelkraft, Ausdauer, körperliche Leistungsfähigkeit, funktionelle Mobilität und Entzündungswerte bei Erwachsenen beeinflussen kann. Zweitens Studienrahmen. Einbezogen wurden 3 randomisierte kontrollierte Studien mit insgesamt rund 150 gesunden sowie weitgehend gesunden, mittelalten und älteren Erwachsenen. Die Supplementierung erfolgte typischerweise über etwa 2 bis 4 Monate. Verwendet wurden meist täglich etwa 500 bis 1000 Milligramm Urolithin A in Kapselform. Drittens Befunde bei Gesunden. Insgesamt ergab sich ein gemischtes, aber teilweise positives Bild. Die Muskelkraft einzelner Muskelgruppen nahm leicht zu, auch Kraftausdauer, aerobe Ausdauer sowie alltagsnahe Leistungstests wie Gehstrecken oder Mobilitätstests entwickelten sich durchaus günstig. Insgesamt lagen die Effekte überwiegend im kleinen bis moderaten Bereich, rund 1 bis 40%. Andere Leistungsparameter, vor allem maximale Leistungswerte oder Spitzenleistungen bei Belastungstests, blieben dagegen unverändert. Wieso muss man diese Resultate jedoch mit Vorsicht betrachten?
Die Übersichtsarbeit basiert auf relativ wenigen randomisierten Studien mit vergleichsweise kleinen Teilnehmerzahlen. Dadurch können einzelne Erhebungen das Gesamtergebnis stärker beeinflussen. Die Ergebnisse streuen stärker und lassen sich nur eingeschränkt auf die Allgemeinbevölkerung übertragen. Die bisherigen Befunde liefern daher in erster Linie Richtungshinweise statt gesicherte Erkenntnisse. Viertens, Einordnung im Anti-Aging. Gemäß der Befundlage verbesserten sich Muskelkraft, Ausdauer und funktionelle Mobilität im kleinen bis mittleren Ausmaß. Diese Bereiche sind eng damit verknüpft, wie selbstständig Menschen ihren Alltag bewältigen können. Wenn die körperliche Leistungsfähigkeit länger auf einem vitalen Niveau liegt, lassen sich alltägliche Anforderungen selbstständiger bewältigen und regelmäßige Bewegungen besser beibehalten. Ein möglicher Anti-Aging-Nutzen könnte daher vor allem in einer Abschwächung altersbedingten Funktionsabbaus sowie in mehr körperlicher Selbstständigkeit im höheren Alter liegen. 2.2 Entzündung Inflammaging. Erstens Kernquelle. In derselben systematischen Übersichtsarbeit wurde außerdem untersucht, ob Urolithin A Entzündungswerte bei derselben Personengruppe beeinflussen kann. Zweitens Befunde bei Gesunden. In allen 3 randomisierten Studien kam es zu einer Abnahme einzelner Entzündungswerte, vor allem beim C-reaktiven Protein CRP. Die Wirkungen fielen insgesamt gering bis mittelgroß aus, rund 1 bis 40%. Andere Entzündungswerte wie Interleukin 6 und Tumornekrosefaktor Alpha wurden durch Urolithin A nicht positiv beeinflusst. Die Aussagekraft dieser Messwerte ist aus denselben Gründen wie unter Abschnitt 2.1 nur begrenzt. Auch diese Ergebnisse sind daher bislang eher erste wissenschaftliche Anhaltspunkte statt seriöse Wirksamkeitsbelege. Drittens Einordnung im Anti-Aging. Chronisch leicht erhöhte Entzündungswerte stehen mit vielen altersbedingten Erkrankungen und Funktionsverlusten in Verbindung. Solche Vorgänge werden häufig unter dem Begriff Inflammaging zusammengefasst. Wenn einzelne Entzündungswerte sinken, könnte das entzündungsbedingte Alterungsvorgänge etwas abschwächen. Da jedoch nicht alle Marker beeinflusst wurden und die Studienlage limitiert ist, bleibt ein möglicher Anti-Aging-Nutzen bislang auf einzelne entzündungsbedingte Prozesse beschränkt. Und damit sind wir auch schon beim Fazit drittens angelangt, meine Lieben. Wenn man die präsentierten Resultate mit 2 Kurzfazits zusammenfasst, dann ergibt sich folgende Übersicht. Kommen wir damit zur Ausgangsfrage dieses Videos. Urolithin A, Alterung umkehrbar? Der Grund, warum Urolithin A überhaupt mit solchen Versprechen in Verbindung gebracht wird, geht vor allem auf Tier- und Zellexperimente zurück. Dort ist häufig von Mitophagie, Mitochondrienerneuerung oder Zellreinigung die Rede, also von Vorgängen, bei denen beschädigte Zellbestandteile abgebaut und erneuert werden. Daraus entstand in der Longevity-Szene die Vorstellung, dass sich Zellalterung auf diese Weise verlangsamen oder vielleicht sogar teilweise umkehren ließe. Die Humanstudien, die wir heute ausgewertet haben, erfassen allerdings keine zellulären Alterungsprozesse, sondern deutlich alltagsnähere Messgrößen wie Muskelkraft, Ausdauer, Mobilität und einzelne Entzündungswerte. Zwar ergeben sich hierbei leichte bis moderate Verbesserungen, ein Beleg für eine tatsächliche Umkehr biologischer Alterung ist dies jedoch nicht. Humandaten zu epigenetischen Uhren, zur Telomerlänge oder zu anderen direkten Messwerten des biologischen Alters fehlen bislang vollständig.
Genau solche Daten wären aber notwendig, um überhaupt beurteilen zu können, ob Prozesse wie biologische Verjüngung durch das Molekül beim Menschen annähernd realistisch wären. Die ehrliche Einordnung wäre daher: Urolithin A ist derzeit kein Mittel zur Altersumkehr. Der Metabolit kann bisher allenfalls einzelne altersbedingte Funktionsverluste abschwächen. Und selbst dafür ist die Datenlage noch zu schmal. In den bisherigen Humanstudien wurde das Derivat in den üblichen Dosierungen überwiegend gut vertragen. Schwerwiegende Nebenwirkungen wurden nicht berichtet. Im Rahmen meines ABC-Schemas fällt Urolithin A damit in Kategorie B. Geringe Humanevidenz im Anti-Aging beim gesunden Erwachsenen, vor allem wegen der limitierten Datenlage und der eingeschränkten Relevanz der bisherigen Befunde. Dementsprechend findest du das dazugehörige Merkblatt für einen möglichen Selbsttest wie gehabt in der Videobeschreibung. Mich persönlich würde übrigens ein Test mit dem vergleichsweise hochpreisigen Urolithin A überhaupt nicht reizen. Wenn dir diese Art von Verbraucherschutz gefällt, dann unterstütze meinen Kanal gerne mit Like und Abo. So kannst du am schnellsten auf meine Bibliothek mit allen bisherigen Wirkstoffanalysen zugreifen und bleibst natürlich auch zukünftig bestens informiert mit Blick auf die Frage: Supplement testen oder besser links liegen lassen? In diesem Sinne, let's get younger, not older. Mille grazie fürs entgegengebrachte Vertrauen und Zuschauen. Bis zum nächsten Video, meine Lieben.